Die Aroundboards von Indiana nennen sich in diesem Jahr Wingfoil und danach gibt es die Literzahl als Angabe. Alle diese neuen Boards sind von Andy Wittmann geshaped und der hat die alten Modelle, die schon wirklich sehr beliebt waren, nochmal ein bisschen überarbeitet, sprich er hat das Deck hier abgesenkt, hat insgesamt halt die Boards etwas breiter gemacht, etwas länger und darüber dann ungefähr das gleiche Volumen generiert. Wir haben für euch heute im Test das Modell in 80 Liter. Im Unterschied zum Vorgängermodell ist es wie gesagt ein klein bisschen breiter geworden, sprich 64 in der Breite bei 1,58 und das merkt man beim Aufsteigen, was die Kippstabilität angeht. So ist das Ganze hier noch ein bisschen stabiler von Kante zu Kante. Da man aber das Volumen ausgedünnt hat und das Volumen jetzt insgesamt etwas weiter in die Nose gewandert ist vom Hauptschwerpunkt, muss man mehr im Unterschied halt von vorne nach hinten ausbalancieren. Im Vergleich zu allen anderen Mitbewerbern am Markt ist das Indiana Wingfoil auf jeden Fall ein Brett, was sich sehr, sehr leicht startet und sehr, sehr stabil ist im Wasser. Also vergleichbar mit anderen Modellen, teilweise 90 Litern. Auch selbst dort ist die Kippstabilität des Indiana Wingfoil noch höher. Und zum frühen Aufsteigen aufs Foil, da hat schon der ein oder andere vorab, bevor das Brett rausgekommen ist, gefragt, der jetzt den Vorgänger besessen hat, welches der Boards jetzt früher losgehen würde. Wir müssen da gestehen, dass das alte Modell mit einer doch noch insgesamt etwas gleichmäßigeren Verteilung des Volumens, ist nicht so stark konturiert von der Volumenverteilung, da noch einen winzigen Tick besser losgeht als das aktuelle Modell. Wie gesagt, aber das aktuelle Modell, da haben wir auch noch kein Board momentan am Markt gefunden, was jetzt besser losgeht als das. Also das ist hier schon wirklich die Spitze des Eisberges. Crocodile Skin nennt sich bei Indiana das EVA-Pad, was insgesamt halt sehr gut ist von der Rutschfestigkeit, barfuß wie mit egal welchen Schuhen und man hat aber trotzdem noch genug Verschiebemöglichkeit der Füße, wenn man mal strapless fährt. Das abgesenkte Deck und die daraus resultierende geringere Borddicke im Standbereich machen hier das Ganze vom Steuern des Brettes bei der Fußsteuerung zu einem sehr schönen intuitiven Erlebnis. Man fühlt hier sehr schön den Flügel und das ist auch insgesamt vom gesamten Fahrfeeling nochmal direkter als gegenüber dem Vorgängermodell. Die Reaktion auf die Steuerbefehle erfolgt prompt und wirklich ganz präzise. Dazu kommt halt vom Trim, wir haben jetzt halt das Ganze ausprobiert mit Vollgrößen zwischen 850, 1100 und 1400 Quadratzentimetern. Und da war die Trackschiene bis ca. 30 cm lang und so positioniert, dass man wirklich völlig ohne Probleme hier die unterschiedlichsten Foils auch in den unterschiedlichen Größen montieren konnte, ohne dass man jetzt Probleme hatte, einen neutralen Trimmer zu erzeugen. Ein guter Pop zum Springen lässt sich hier jederzeit sehr leicht generieren. Den wesentlichen Unterschied auch zum Vorgängermodell und wie das Board so konzeptioniert ist, merkt man halt dann beim Landen. Wir haben halt eine insgesamt doch länger gezogene Nose. Auch der Nose Rocker ist deutlich länger gezogen als beim Vorgängermodell. Also das Flat zum Gleiten halt kommt insgesamt einen kleinen Tick erst später. Und man merkt hier, wenn man jetzt mit der Nose First landet, bounce es einen wirklich zu 100% butterweich und sanft wieder nach oben. Und dadurch, dass die Nose auch ein bisschen breiter ist, die Volumenverteilung ist ein Tick weiter nach vorne gewandert, ist das hier natürlich halt eine ganz softe Geschichte. Ein kleiner Tipp halt für die Montage der Fußschlaufen und den bestmöglichen Trim, gerade zum Springen, sollte man wirklich auch die Fußschlaufen doch insgesamt gerade das vordere Paar sehr weit vorne montieren und die hintere dann an den jeweiligen Stands anpassen. Wer als Arounder auch gerne in die Welle geht, der wird sich darüber erfreuen, dass dieses Konzept
mit der größeren Bordbreite auch dementsprechend zur Folge hatte beim Shaper, dass hier das Tail etwas schmaler gezogen wurde und auch die Nose etwas schmaler gezogen wurde. Das schmalere Tail sorgt natürlich dafür, dass man etwas stärker aufkannen kann, ohne das Wasser berühren zu müssen. Nichtsdestotrotz, auch selbst wenn das geschieht, ist der Shape halt von den Kanten so unproblematisch gemacht. Der hat noch so eine ganz leichte Rundung, also ist nicht ganz rechtwinklig, sodass es sich auch hier nicht festsaugt. Man wird so einen kleinen Tick abgebremst, aber das ist halt wirklich mehr als zu verschmerzen. Und wer es halt absolut reinrassig nur Welle mag, dementsprechend für den hat natürlich Indiana auch noch das Wave Foil in 85 Liter parat vergleichsweise. Indiana ist dem Shape-Konzept der einfachen Linien und des einfachen Konzeptes treu geblieben. Wir haben hier kein Doppelkonkav in der Nose oder irgendwelche übertrieben starken Bevels oder irgendwelche Konturierungen im Unterwasserschiff oder zusätzliches Nose-Volumen oben oder irgendwo drauf gesetzt, sondern es ist halt wirklich ein ganz schlichter, klassischer Shape mit einem sehr doch recht winkligen Kanten. Etwas weniger flat als der Vorgänger, also deshalb diese winzige Nuance, was im Aufsteigen oder im Frühlosgehen vielleicht einen kleinen Tick verloren gegangen ist. Dafür hat es aber genau durch das abgesenkte Deck genau das Feeling dazu gewonnen, dass man noch etwas genauer und präziser und noch ein bisschen schöner und intuitiver das Board steuern kann. Auch wenn man irgendwelche Manöver durchfährt, ist das Ganze halt einfach schnell, weil wir haben auch eine ganz leichte Konkave hier in dem abgesenkten Deck. Dadurch reagiert es nochmal einen klitzekleinen Tick besser auf Zehen- oder Fersendruck. Das ist eine kleine Nuance, die es nochmal für uns einen Tick schöner gemacht hat. Die Differenz halt beim Frühaufsteigen aufs Foil ist jetzt dann bei uns nicht ganz so stark relevant gewesen, aber ist natürlich halt ein interessanter Punkt, weil es sind die Flat Water Around Boards und die gibt es von 70 Liter bis 135 Liter und da sind natürlich auch halt sehr viele absolute Einsteiger dabei und da geht es darum, wie früh komme ich mit so einem Brett aufs Foil und da ist das hier eins der Boards mit Sicherheit, die mit Abstand am frühesten losgehen. Und die es auch am einfachsten machen, weil man braucht hier keine großen Lastwechsel zu vollziehen. Man kann mit einer Einstellung vom Trim, wenn der gut gewählt ist, kann man vom Aufstiegsvermögen bis zum durchgehenden Fahren in einer Position dementsprechend verharren. Das ist kein Problem. Ansonsten ist natürlich halt immer eine individuelle Geschichte, wie man sein Board bedient. Mit jeder mag ein bisschen unterschiedlich viel Vorfußdruck oder nicht. Da kann man natürlich vom Trim her alles genauso verändern, wie man es möchte. Die Variationen sind dabei bei dem Board groß genug. Das Auslieferungspaket ist immer inklusive eines Boardbags. Das ist ein dünnes Day-Cover, was dazu geliefert wird. Schützt das Brett exzellent beim Transport im Auto. Für Flugreisen sollte man doch noch etwas dickeres wählen, keine Frage. Es gibt Fußschlaufen gleich mit dazu und auch einen Nose-Griff. Wer halt mehr ab und zu mal an der Welle fährt, wo auch ein bisschen Shorebreak da ist, kann man halt ungefährlicher an dem Nose-Griff sein Board festhalten oder hinter sich herziehen, wenn man nicht Gefahr laufen will, dass der Wing in den darunterliegenden Flügel mal reinsticht oder dass es durchgewaschen wird. Da hat man insgesamt eine schönere Kontrolle dabei. Das Paket wird zu einem Preis von 1.399 € angeboten, was angesichts der Preise gegenüber den Mitbewerbern hier wirklich als absolutes Schnäppchen zu zählen ist, weil wir haben hier auch eine Vollcarbon PVC Sandwich Bauweise, die in der Regel doch im Durchschnitt
400 bis 500 € teurer ausfällt. Wir haben bei diesem Modell hier definitiv den Daumen hoch.